Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Marc, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich wollte mit dir über Filme sprechen. Magst du Filme? Ja, ich liebe Filme. Ich schaue sie jede Woche. Und du? Ich liebe Filme auch. Ich schaue viele verschiedene Arten von Filmen. Heute möchte ich dich fragen, was dein Lieblingsfilm ist. Mein Lieblingsfilm ist Die Verurteilten. Es ist ein sehr inspirierender Film. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich mag Der König der Löwen sehr. Es ist ein Animationsfilm, aber er hat eine tolle Geschichte und schöne Musik. Der König der Löwen ist ein wunderbarer Film. Ich erinnere mich, dass ich ihn als Kind geschaut habe. Warum magst du Der König der Löwen so sehr? Ich liebe Der König der Löwen, weil er uns etwas über Familie, Freundschaft und Mut beibringt. Die Charaktere sind sehr nachvollziehbar und die Lieder sind sehr eingängig. Ich fühle mich jedes Mal glücklich, wenn ich ihn schaue. Das ist ein guter Grund. Die Verurteilten ist mein Favorit, weil er Hoffnung und die Kraft der Freundschaft zeigt. Der Hauptcharakter, Andy, ist sehr mutig. Er gibt niemals auf, selbst in sehr schwierigen Situationen. Ich stimme dir zu. Filme, die starke Charaktere und gute Werte zeigen, sind sehr inspirierend. Hast du eine Lieblingsszene in Die Verurteilten? Ja, die habe ich. Meine Lieblingsszene ist, als Andy aus dem Gefängnis ausbricht. Er arbeitet viele Jahre hart und seine Flucht zeigt, dass Hoffnung zur Freiheit führen kann. Es ist sehr emotional und kraftvoll. Das klingt nach einer spannenden Szene. In Der König der Löwen ist meine Lieblingsszene, als Simba nach Bride Rock zurückkehrt. Er stellt sich endlich seiner Vergangenheit und nimmt seinen Platz als König ein. Es ist ein sehr berührender Moment. Ich denke, beide Filme haben starke Botschaften. Sie lehren uns, dass wir unsere Probleme überwinden können, auch wenn die Dinge schwer sind. Ja, genau. Filme wie diese bringen uns zum Nachdenken und Fühlen. Sie sind mehr als nur Unterhaltung. Sie sind Lektionen über das Leben. Siehst du Filme lieber allein oder mit Freunden und Familie? Ich schaue normalerweise Filme mit meiner Familie. Wir haben jeden Samstag einen Filmabend. Und du? Ich schaue oft Filme mit meinen Freunden. Manchmal gehen wir ins Kino und manchmal schauen wir Filme zu Hause. Das klingt nach Spaß. Ich schaue gerne Filme mit meiner Familie, weil wir danach über den Film sprechen können. Es ist eine gute Möglichkeit, unsere Gedanken auszutauschen. Ich stimme zu. Nach einem Film diskutiere ich gerne die Handlung und die Charaktere mit meinen Freunden. Das macht das Erlebnis interessanter. Siehst du Filme auf Deutsch oder in einer anderen Sprache? Ich versuche Filme auf Englisch zu schauen. Es hilft mir, meine Sprachkenntnisse zu üben. Manchmal benutze ich Untertitel, aber ich höre gerne den englischen Dialog. Ich mache das Gleiche. Filme auf Englisch zu schauen hilft mir, neue Wörter und Phrasen zu lernen. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, meine Sprech- und Hörfähigkeiten zu verbessern. Ja, Filme sind ein großartiges Lernwerkzeug. Sie sind auch sehr unterhaltsam. Ich schaue auch gerne verschiedene Genres von Filmen. Manchmal schaue ich Actionfilme, romantische Komödien oder sogar Horrorfilme. Ich genieße auch eine Vielzahl von Filmen. Actionfilme sind spannend und romantische Komödien sind sehr lustig.
Horrorfilme sind ein wenig gruselig, aber manchmal mag ich sie. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Ich habe kürzlich einen Actionfilm namens Mad Max Fury Road gesehen. Er war sehr rasant und aufregend. Ich habe von diesem Film gehört. Ich mag Filme, die spannend sind und einen auf die Kante des Sitzes bringen. Ja, Mad Max ist sehr intensiv. Die Verfolgungsjagden und Spezialeffekte sind fantastisch. Ich werde ihn auf meine Watchlist setzen. Ich möchte mehr Actionfilme sehen. Das solltest du tun. Was ist mit romantischen Komödien? Magst du die? Ja, das tue ich. Ich habe kürzlich einen Film namens Crazy Stupid Love gesehen. Er war sehr lustig und süß. Ich liebe diesen Film. Die Charaktere sind sehr nachvollziehbar und die Geschichte ist leicht und unterhaltsam. Genau. Romantische Komödien sind großartig für einen entspannten Abend. Sie bringen mich immer zum Lächeln. Ich schaue auch gerne Animationsfilme. Sie sind nicht nur für Kinder. Sie können sehr kreativ und lustig sein. Ich stimme zu. Animationsfilme wie Toy Story und Findet Nemo sind wunderbar. Sie haben tolle Geschichten und eine schöne Animation. Hast du einen Lieblingsschauspieler oder eine Lieblingsschauspielerin? Ja, ich mag Leonardo DiCaprio sehr. Er spielt in vielen großartigen Filmen wie Inception und Der Rückkehrer. Ich mag Emma Stone. Sie ist sehr talentiert und lustig. Ich habe ihre Leistung in La La Land genossen. Beide Schauspieler sind hervorragend. Sie machen die Filme sehr interessant. Was ist mit Regisseuren? Hast du einen Lieblingsregisseur? Ich bewundere Christopher Nolan. Er inszeniert Filme wie Inception und Interstellar. Seine Filme sind sehr kreativ und komplex. Ich mag Quentin Tarantino. Seine Filme sind einzigartig und haben oft viel Dialog. Sie sind sehr interessant anzuschauen. Ja, beide Regisseure haben einen besonderen Stil. Ich schaue gerne ihre Filme, weil sie anders sind als die üblichen Hollywood-Filme. Siehst du lieber Filme im Kino oder zu Hause? Ich mag beides. Ein Film im Kino ist aufregend wegen der großen Leinwand und des Klangs. Aber zu Hause kann ich mich entspannen und den Film pausieren, wenn ich möchte. Ich stimme zu. Ich gehe oft ins Kino für Neuerscheinungen, aber ich schaue auch gerne Filme zu Hause mit etwas Popcorn. Das Kino ist großartig für Actionfilme, weil man die Spezialeffekte klar sehen kann. Ja, und der Sound ist im Kino viel besser. Es macht das Erlebnis intensiver. Ich schaue auch gerne Filmtrailer, bevor ich einen Film auswähle. Trailer geben eine gute Vorstellung von der Handlung und dem Stil des Films. Ich schaue immer Trailer. Sie helfen mir zu entscheiden, ob ich den Film sehen möchte. Manchmal sind Trailer sehr aufregend und sie bringen mich dazu, den Film sofort sehen zu wollen. Siehst du dir jemals Filme wieder an? Ja, das tue ich. Manchmal schaue ich meine Lieblingsfilme erneut, weil sie mir ein gutes Gefühl geben. Ich kenne die Geschichte, also kann ich mich entspannen und die Szenen wieder genießen. Ich schaue auch Filme wie Der König der Löwen und Forrest Gump erneut. Sie sind beruhigend und erinnern mich an schöne Erinnerungen. Ein Film erneut zu sehen ist wie einen alten Freund zu besuchen. Man findet immer etwas Neues oder anderes bei jeder Sichtung. Das stimmt. Selbst wenn man das Ende kennt, ist die Reise des Films immer angenehm. Liest du Filmkritiken, bevor du einen Film ansiehst? Ja, manchmal schaue ich mir Kritiken auf Websites wie IMDb oder Rotten Tomatoes an.
Das hilft mir, einen guten Film auszuwählen. Das mache ich auch. Ich möchte wissen, was andere über einen Film denken, bevor ich ihn sehe. Kritiken können dir eine Vorstellung von der Qualität des Films geben und ob er es wert ist, angesehen zu werden. Ich folge auch gerne Filmfestivals. Sie zeigen viele interessante, unabhängige Filme, die nicht Mainstream sind. Filmfestivals sind großartig, um neue Talente und einzigartige Geschichten zu entdecken. Ich schaue gerne Kurzfilme und experimentelles Kino auf diesen Festivals. Filme sind ein wunderbarer Teil unserer Kultur. Sie unterhalten uns, lehren uns und inspirieren uns manchmal, besser zu sein. Ja, Filme haben einen starken Einfluss auf unsere Emotionen und Gedanken. Sie können uns zum Lachen, Weinen und tiefen Nachdenken über das Leben bringen. Ich bin sehr dankbar für Filme. Sie bringen mir Freude und helfen mir, neue Ideen zu lernen. Ich fühle genauso. Jedes Mal, wenn ich einen guten Film sehe, gehe ich mit neuen Wörtern, neuen Ideen und einem glücklichen Herzen heraus. Marc, danke, dass du heute deine Gedanken über Filme mit mir geteilt hast. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Anna. Ich hatte eine großartige Zeit, über unsere Lieblingsfilme zu sprechen. Filme sind ein wunderbares Thema zum Diskutieren. Ich habe viel von dir gelernt und bin gespannt, einige neue Filme zu sehen. Vielleicht schaue ich mir als nächstes Die Verurteilten an. Und ich werde Der König der Löwen wieder ansehen und vielleicht Inception noch einmal schauen. Es macht immer Spaß, großartige Filme erneut zu besuchen. Ja, Filme sind zeitlos. Sie haben immer etwas Neues zu bieten, auch wenn man sie schon einmal gesehen hat. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch über Filme oder ein anderes Thema. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich stimme zu. Danke noch einmal, Marc. Hab einen wunderbaren Tag. Du auch, Anna. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.